Besondere Bedeutung erlangte die Stadt Schmalkalden zur Zeit der Reformation. Da Kaiser Karl V. der reformatorischen Bewegung Gewalt androhte, schlossen sich die evangelischen Fürsten und freien Reichsstädte ab 1530 zur Wahrung ihrer Interessen in Schmalkalden zu einem Bund, dem Schmalkaldischen Bund, zusammen. Dieser tagte insgesamt 8-mal. Die wichtigsten Tagungsstätten waren das Rathaus, die Burg Wallrab, der Vorgängerbau des Schlosses Wilhelmsburg, der ehemalige Gasthof zur Krone, der Hessenhof und das Lutherhaus. Landgraf Philipp zu Hessen bekennt sich von Anfang an zu den lutherischen Ideen. Er führt als erster Landesherr 1526 die Reformation ein. Als Gründungs- und Tagungsstätte des Schmalkaldischen Bundes im Jahre 1531 wird die Stadt ein Mittelpunkt der politischen und reformatorischen Ereignisse im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Die fortdauernde Auseinandersetzung zwischen dem Bund und dem Kaiser führte letztlich 1546/47 zum Schmalkaldischen Krieg, der mit einer Niederlage und der Auflösung des Bundes endete. Die prominenteste Bewohnerin des Hessenhofes ist Herzogin Elisabeth von Rochlitz. Im Jahr 1548 bezieht sie das imposante Gebäude in einer Notsituation. Sie ist des Hochverrats angeklagt, weil sie den Schmalkaldischen Bund während des Schmalkaldischen Krieges mit strategischen Informationen versorgte. Der siegreiche Moritz von Sachsen zwingt sie, ihren Witwensitz Rochlitz zu verlassen. Ihr Bruder, der inhaftierte Bundeshauptmann Landgraf Philipp von Hessen, weist der neugläubigen Herzogin Schmalkalden als neuen Herrschaftssitz zu. Wann die Burg Wallrab erbaut wurde, ist unbekannt. Für das frühe 13. Jahrhundert ist erstmals belegt, dass sich die Burg zum Schutz der Handelsverbindungen auf dem Schlossberg über der Stadt erhebt. Zur Zeit des Schmalkaldischen Bundes ist die mittelalterliche Burg bereits baufällig. 1585 wird an deren Stelle Schloss Wilhelmsburg errichtet. Mit Schmalkalden hat es im frühen 16. Jahrhundert eine besondere Bewandtnis. Ihre Einwohner sind gleich 2 Herrscherhäusern untertan. Seit 1360 teilen sich die Landgrafen von Hessen und die Grafen von Henneberg gleichberechtigt die Herrschaft über die Stadt. Ende des Jahres 1525 führt Landgraf Philipp von Hessen die Reformation in Schmalkalden ein. Der zweite Stadtherr, der Graf von Henneberg, bleibt beim alten Glauben. Die Einwohner Schmalkaldens können frei wählen, welchen Gottesdienst sie besuchen und somit auch, zu welcher Konfession sie sich bekennen. Das Nebeneinander von altem und neuem Glauben verläuft friedlich. Religiös motivierte Auseinandersetzungen sind nicht überliefert. Die deutsche und die europäische Welt des ausgehenden Mittelalters ist voll von Reformrufen und Aktivitäten. Kaiser und Stände ringen miteinander um die Reformation des Reiches und Städte um die Reformation ihrer herkömmlichen Rechtsordnungen. Künstler, Schriftsteller und Philosophen entdecken das Erbe Griechenlands und Roms wieder und verkünden die Renaissance des Geistes, des Intellekts, eines neuen Schaffens und der Schönheit. Nikolaus Kopernikus beobachtet den Umlauf der Himmelskörper und gewinnt den verwegenen Eindruck, die Erde kreise um die Sonne und somit kann sie nicht Zentrum des Universums sein. Gutenberg vervollkommnet den Buchdruck. Luther begründet eine neue Kirche, Leonardo da Vinci entdeckt eine neue Kunst. Ganz Europa ist im Aufbruch in die neue Zeit. Martin Luthers 95 Thesen gegen das Ablasswesen im Jahr 1517 werden im Reich teils mit stürmischer Zustimmung, teils mit völliger Ablehnung aufgenommen. Die Papstkirche reagiert drastisch. 1518 wird ein Ketzerprozess gegen Luther eröffnet. 1521 wird er mit dem Kirchenbann belegt. Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen setzt sich für den streitbaren Theologen aus seinen Landen ein.
Martin Luther wird 1521 auf dem Reichstag von Worms von Karl V. angehört, dem neu gewählten Kaiser aus dem Hause Habsburg. Da Luther seine Thesen nicht widerrufen will, verhängt der Kaiser das Wormser Edikt über ihn. Der Reformator wird für vogelfrei erklärt. Das Verbreiten seiner Schriften wird verboten und seine Anhänger werden mit der Reichsacht bedroht. Die Reformation ist indes nicht mehr aufzuhalten. Immer mehr Reichsfürsten und Reichsstädte treten zum neuen Glauben über. Landgraf Philipp von Hessen bekennt sich seit 1524 öffentlich zu Luthers Lehren. Auch im Kurfürstentum Sachsen wird die Reformation eingeführt. Tagt der Schmalkaldische Bund in der Stadt, finden die politischen Beratungen stets im Rathaus statt. Erstmals ist für das Jahr 1419 eine Ratssitzung in dem gotischen Gebäude belegt. Die große Ratsstube, in der noch heute der Schmalkalder Stadtrat tagt, wurde 1472 in der mittleren Etage eingebaut. Wegen der Doppelherrschaft über Schmalkalden gibt es auch hier eine doppelte landesherrliche Verwaltung. Sowohl der hessische als auch der hennebergische Stadtherr stellen jeweils einen eigenen Amtmann und einen für die Finanzen zuständigen Rentmeister. Im unteren Stockwerk des Rathauses befindet sich auch zur Zeit des Schmalkaldischen Bundes bereits der Ratskeller, in welchem der städtische Wein verkauft wird. Die Tagungen des Bundes in Schmalkalden haben auch direkte Auswirkungen auf das Leben in der Stadt. Nach der großen Bundestagung 1537 erlassen die beiden Stadtherren verschiedene Gebote und Verbote, eine Reaktion auf die losen Sitten in der Stadt. Mit den Anordnungen soll die Frömmigkeit der Bevölkerung gefestigt sowie das Feiern und die Feste stark eingeschränkt werden. Hier einige Beispiele. Wer an Sonn- und Feiertagen während des Gottesdienstes außerhalb der Kirchen angetroffen wird, erhält 10 Knacken Strafe. Der Knacken ist eine damals übliche Geldeinheit. 21 Knacken ergeben einen Gulden. Für Gotteslästerung und Fluchen 3-tägige Turmstrafe bei Wasser und Brot. Herumwerfen, herumtanzen und schubsen beim Hochzeitstanz ist verboten. Heimliche Tänze in Bürgerhäusern und andere Tänze sind verboten. Tänze der Braumeister und Brauknechte mit Bratwürsten im Brauhaus sind auch verboten. Die Städte entwickeln sich in dieser Zeit zu den wirtschaftlichen Zentren. Sie bieten ihren Bewohnern wesentlich bessere Lebensbedingungen als auf dem Land. Das Zunftwesen nimmt einen erfolgreichen Aufschwung. Weiterhin versprechen die typischen städtischen Wirtschaftszweige wie Handel und Gewerbe rasche Aufstiegschancen. Der Handel mit Waren des täglichen Bedarfs sowie von Luxusgütern erweitert sich. 1421 wird unter Landgraf Ludwig von Hessen die Zunftverfassung eingeführt, die alle Handwerker verpflichtet, sich in Zünften zu organisieren. Zeitgenossen erleben Schmalkalden als schmutzige, lärmende Industriestadt. Die Wirtschaft fußt auf dem Kleineisengewerbe. In 300 Werkstätten und Schmieden werden Schmalkalder Artikel gefertigt. Bohrer, Messer, Löffel, Kannen, Nägel, Schlösser, Hufeisen und Pfannen. Sie sind wahre Exportschlager. Waren des Orients gelangen in die kleinen deutschen Reichsstädte. Deutsche Gewerbeprodukte wie Wolltuch, Mischgewebe und Leinwand werden auf den Märkten getauscht mit traditionellen Erzeugnissen aus dem Osten wie Pelze, Wachs, Honig und Bernstein sowie großen Mengen an Schlachtvieh aus Polen und Russland. Silber ist das wichtigste Zahlungsmittel. Im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts verfügt Deutschland über die größten Finanzressourcen des Kontinents. Die Erteilung kirchlicher Gnaden wird von Martin Luther nicht in Frage gestellt. Angezweifelt wird die Interpretation des Ablasses als Mittel zur Lossprechung von allen Sünden, die zudem auf Verstorbene ausgedehnt wurde.
Ablass bedeutet sozusagen den Erlass von Sündenstrafen durch die römisch-katholische Kirche gegen bestimmte Leistungen. Meistens wurde die Leistung in Form einer Geldzahlung erbracht. Das Grundproblem laut Luther bestand darin, in der Annahme, dass die Anerkennung des Geldes die Hauptleistung der Sündentilgung sei. Im Jahr 1536 kommt es zu zahlreichen Neuaufnahmen in den Schmalkaldischen Bund. Darunter ist auch der Herzog von Württemberg. 1519 überfällt Herzog Ulrich von Württemberg die Reichsstadt Reutlingen. Daraufhin wird die Reichsacht verhängt, vollstreckt und der Herzog aus seinem Land vertrieben. Das Herzogtum Württemberg wird dem Bruder von Kaiser Karl V., König Ferdinand, übertragen. Die Besetzung des Herzogtums durch das Haus Habsburg wird von vielen Reichsständen äußerst kritisch betrachtet. Die Sorge ist groß, dass die Habsburger zu mächtig werden. Landgraf Philipp von Hessen, der seinem entfernten Verwandten Herzog Ulrich bereits ab 1526 an seinem Hof Asyl gewährt, will dem mittlerweile zum neuen Glauben übergetretenen sein ehemaliges Herrschaftsgebiet zurückerobern. Mit finanzieller Unterstützung des Königs von Frankreich gelingt ihm im Frühjahr 1534 mit einer mächtigen Streitkraft der entscheidende Sieg. Herzog Ulrich führt noch im selben Jahr die Reformation ein. 1536 wird sein Herzogtum Mitglied im Schmalkaldischen Bund, der damit erheblich an Einfluss gewinnt. Anfang Februar 1537 kommt der Bund zu seiner glanzvollsten und auch folgenreichsten Tagung in Schmalkalden zusammen. Am Bundestag nahmen 11 Reichsfürsten, 6 Grafen sowie die Vertreter von 28 Reichs- und Hansestädten teil. Die Könige von Frankreich und Dänemark schickten Abgesandte. Hinzu kamen protestantische Theologen, darunter Martin Luther und Philipp Melanchthon. Auch wichtige Vertreter der altgläubigen Seite waren anwesend. Die Bundesmitglieder erteilten sowohl Papst Paul III. Als auch Kaiser Karl V. eine Absage. Sie werden dem Kaiser keine Unterstützung in seinem Kampf gegen das Osmanische Reich gewähren. Weiterhin beschließen sie, allen religiös motivierten Konflikten bewaffnet entgegenzutreten. Im Schmalkaldischen Bund gibt es verschiedene Beiträge, um für den Kriegsfall vorbereitet zu sein. Der wichtigste ist die große Anlage, eine einmalige Zahlung jedes Mitglieds. Durch die Neuaufnahmen in den Bund wächst diese Rückenlage bis zum Jahr 1539 auf 200.000 Gulden an. Das genügt, um ein Bundesheer für 2 Monate zu besolden. Aus der jährlich zu leistenden kleinen Anlage werden die Geschäftsausgaben der beiden Bundeshauptleute beglichen. Vor allem wird mit diesem Geld aber bereits in Friedenszeiten der Auf- und Ausbau des militärischen Potenzials des Bundes vorangebracht. Im März 1540 schließt der hessische Landgraf Philipp mit Margarete eine Nebenehe. Die Hochzeit bleibt nicht geheim. Schuld daran ist hauptsächlich die Schwester des Landgrafen, Elisabeth von Rochlitz, die sehr wütend auf die Zweitehe ihres Bruders reagiert. Als sich Landgraf Philipp schließlich öffentlich verteidigen will, fallen alle Verbündeten von ihm ab. Sollte der Kaiser die Doppelehe zum Anlass nehmen, um gegen ihn militärisch vorzugehen, wird der Schmalkaldische Bund dem Landgrafen nicht zu Hilfe kommen. Landgraf Philipp hofft dennoch auf Beistand und deklariert seine Doppelehe als Religionssache. Sein Mithauptmann im Schmalkaldischen Bund, Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen, betrachtet die Doppelehe aber als reine Privatangelegenheit. Landgraf Philipp nennt in einem Schreiben an Luther 1539 eine historische Quelle, die belegt, dass bereits im 13. Jahrhundert eine Nebenehe mit ausdrücklicher Zustimmung des Papstes geschlossen worden ist. Es handelt sich um den Grafen Ernst von Gleichen.
Weil Landgraf Philipp jetzt den Kaiser um Vergebung seiner Doppelehe ansuchen muss, verhindert er die aussichtsreichen Pläne für ein europäisches, anti-habsburgisches Bündnis mit Frankreich und anderen Mächten. Landgraf Philipp schließt im Juni 1541 mit dem Kaiser den Geheimvertrag von Regensburg. Darin verpflichtet sich der Landgraf, dass der Schmalkaldische Bund kein Bündnis mit Frankreich, mit England oder mit einer anderen gegen den Kaiser gerichteten Macht eingehen wird. Dafür wird ihm die Doppelehe verziehen. Der Geheimvertrag von Regensburg ist der Anfang vom Ende des Schmalkaldischen Bundes. 1542 zieht der Schmalkaldische Bund gegen den altgläubigen Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel ins Feld. Denn der altgläubige Herzog Heinrich bedrängt die neugläubigen Städte Braunschweig und Goslar militärisch. Es ist das erste Mal seit der Gründung 1531, dass der Bündnisfall eintritt. Es wird ein trügerischer Sieg. Der Umgang mit dem eroberten Herzogtum entzweit den Bund. Als der Herzog eine Rückeroberung wagt, kommt es zu einem zweiten Feldzug. Die Eroberung und Besetzung des Herzogtums Braunschweig-Wolfenbüttel kommt den Schmalkaldischen Bund teuer zu stehen. Finanzielle Probleme zerrütten den Bund. Am Ende wird die Reichsacht über die beiden Bundeshauptleute verhängt. Die finanziellen und wirtschaftlichen Folgen des Schmalkaldischen Krieges sind für die Mitglieder des Bundes dramatisch. Nach dem Sieg über den Schmalkaldischen Bund steht Kaiser Karl V. auf dem Höhepunkt seiner Macht. Auf dem Reichstag in Augsburg im Jahr 1548 erlässt er ein Reichsgesetz, das für eine Übergangszeit die kirchlichen Verhältnisse im Heiligen Römischen Reich regeln soll. Kurfürst Moritz von Sachsen wird nun zur Schlüsselfigur im Widerstand gegen den Kaiser. Er verbündet sich mit protestantischen Fürsten und dem König von Frankreich. Der König von Frankreich erklärt dem Kaiser den Krieg und rückt im Herbst 1551 mit seinen Truppen bis zum Rhein vor. Die Verbündeten erobern rasch Süddeutschland. Der Kaiser muss fliehen. Auf dem Reichstag von Augsburg im Jahr 1555 wird zwischen König Ferdinand I. und den Reichsständen ein Religionsfrieden geschlossen. Darin werden den neugläubigen Reichsständen ihre Besitzstände dauerhaft zugestanden und ihnen die freie Ausübung ihrer Religion zugesagt. Als Kernregelung wird festgelegt, dass der Landesherr die Konfession seiner Untertanen bestimmt. Der Augsburger Religionsfrieden bringt großen Teilen des Reiches eine längere friedliche Periode, die bis zum Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges im Jahr 1618 anhält. Mit diesem wunderschönen Hintergrund möchte ich mich dann ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt viel Interessantes über das Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden erfahren. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sage dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!